Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet auf meinem Kanal. Willkommen bei PS Werkstatt. Wir haben heute nochmal so eine richtig tolle Bastelstunde. Lasst euch überraschen, worum es da geht. Bis gleich. Ja, man muss eigentlich nur mal auf den Kalender schauen und dann kann man sich fast schon denken, worum es eigentlich heute gehen könnte. Das Jahr neigt sich ja mit Riesenschritten dem Ende entgegen. Ist zwar noch so ein bisschen bis Weihnachten, aber die Adventszeit ist nicht mehr weit. Und da habe ich gedacht, da lasse ich mir mal was einfallen. Und zwar haben wir folgenden Sachverhalt. Wir haben schon seit etlichen Jahren einen tollen Figurensatz von einer Weihnachtskrippe. Die stehen jedes Jahr draußen bei uns, mal hier, mal da, mal dort, immer schön arrangiert, aber so eine richtige Krippe, so ein richtiges Zuhause haben die eigentlich noch gar nicht. Und da habe ich überlegt, lasse ich mir mal was einfallen. Wird eigentlich höchste Zeit, dass ich da mal was kreiere und auch mal ein bisschen was Außergewöhnliches. Und wenn nicht jetzt zu der Jahreszeit, wann dann? Und ich habe mir gedacht, ich lasse euch daran teilhaben, weil der eine oder andere hat vielleicht von euch auch noch keine. Also, seid gespannt. Material habe ich auch schon besorgt. Ich zeige euch das jetzt mal und dann geht es auch sofort los. Ich habe mal vor, das aus dem Material hier zu bauen. Das ist ganz einfaches Sperrholz, 4 Millimeter aus dem Baumarkt, Bastelbedarf und 10 Millimeter Leisten, also vierkant. Die hätte ich mir jetzt auch sägen können, aber ja, ich bin daran vorbeigegangen und habe gedacht, komm, die 5 Meter nimmst du einfach mal so mit, wird mich einfach auch ein bisschen zeitlich unterstützen. Eine passende Zeichnung darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist hier die Frontansicht mit den Maßen, soweit ich die hier abnehmen konnte. Und gleichzeitig auch noch eine Draufsicht von oben, um halt die entsprechenden Tiefen bestimmen zu können. Ja, und natürlich kriegt die Krippe auch eine ansprechende Beleuchtung, aber das schauen wir uns später an. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch mal ein paar Platten davon klein. Auch nicht vergessen, die Sachen direkt zu beschriften. Das ist jetzt hier Dach links. Ja, da kommt ja heute nochmal unsere Laubsäge zum Einsatz. Die nutze ich jetzt hier, um die Tür, also auch die Fenster auszusägen. Hier könnte ich noch die Bandsäge nehmen. Hier aufgrund der geschlossenen Innenkontur geht das da eh nicht, muss ich eh die Laubsäge machen, aber ist ja kein Problem, ist ja nur 4 Millimeter Holz. Kann man vielleicht sogar noch als Tür benutzen hier. Super. So, ganz klar, hier brauche ich natürlich vorher eine Startbohrung. Die habe ich jetzt hier schon reingemacht, damit ich hier auch ordentlich die Kontur beginnen kann. Um die Seitenwände jetzt schön und ordentlich verleimen zu können, möchte ich die hier an den Kanten mit einer Faser versehen. Und da mache ich das so ähnlich wie bei den Schraubenboxen. Den Bau davon habt ihr ja sicher auch mitbekommen. Ansonsten kann ich das nochmal verlinken. Da müssen wir uns ein bisschen rantasten hier, denke ich mal. Natürlich muss das auch alles noch ein bisschen entgratet werden, klar. Man will sich ja nicht wehtun. Aber das ist relativ
Einfach bei dem dünnen Holz hier. Das ist ja auch ziemlich weich. Ja, das ist das, was ich eben meinte. Diese Bauweise, wie wir das von den Schraubenkästen kennen. Oder aber auch von der Ritterburg. Die habt ihr ja sicher auch alle mitgekriegt. Da habe ich das genauso gemacht. Jetzt kann man das schön umdrehen. Am besten an so einer Kante entlang, so wie ich das jetzt auch hier gemacht habe, damit die auch schön alle unten die gleiche Bezugskante haben. So. Hier hinten natürlich auch noch ein bisschen. Die vierte Kante. Dann versucht man das mal schön zusammenzulegen hier. Steht ein bisschen unter Spannung, ist aber nicht schlimm. Am besten stellen wir das jetzt mal hin und sind auch schön auf einer Ebene unten. So. Den zweiten machen wir natürlich auch direkt. Das ist die Stallseite. Besteht aber nur aus 3 Teilen, weil die vierte Seite offen ist. Die wird dann hier ans Gebäude angeflanscht. So. Einmal. So wird es nachher verleimt. Jetzt müssen wir es erst andersrum umdrehen, um den Kleber drauf zu machen. Ne? Genau. So. Auch hier gerade ein bisschen Leim drauf. Und auch hier hochstellen. Dem haben wir natürlich jetzt das Problem, dass wir den jetzt hier nicht auf Spannung setzen können, weil die vierte Wand fehlt. Würde ich vorschlagen, setzen wir einfach noch ein Kreppband hinten dran. Dann hält das auch. Das war im gleichen Abstand wieder auch sein müsste. Ich meine, das wäre 100. Ja, die drehen wir mal um, so. Die Zinge kein Übergewicht kriegt. Alles klar. Ja Leute, dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute, weil das muss erstmal trocknen. Ich mache hier morgen weiter. Jetzt müssen die Dachflächen beklebt werden. So habe ich mir das folgendermaßen vorgestellt. Ich habe hier 20 mm Streifen geschnitten und da breche ich jetzt einfach mit der Zange immer so, na, ich sage jetzt mal, wie so Pfannen ab. Wir haben jetzt alle das gleiche Maß dann auf die Tour, sind auch ein bisschen unterschiedlich und dann kann ich die nachher schön hier so in der Form hier aufkleben. Also in der zweiten Reihe dann versetzt oder wie auch immer. So machen wir die ganze Platte voll. Das ist die rechte Dachfläche, das ist die linke. Naja, ich habe jetzt auch erstmal was zu schneiden hier, ne? Beziehungsweise ist ja nicht wirklich schneiden, ist ja nur brechen. Aber dann sieht das Ganze auch ein bisschen natürlicher und nicht so perfekt aus, glaube ich. Ich könnte die natürlich auch alle sägen. Aber dann sind die auch sehr, sehr perfekt geschnitten. Und ich glaube, das kommt nicht dem nahe, wie ich das gerne hätte. Ja, dann probieren wir das mal aus hier. Ich würde die jetzt einfach hier unten an der Kante so entlang legen, die erste Reihe. Mal gucken, ob das so ist, wie ich mir das vorstelle auch. Ich weiß gar nicht, ob das mit der Breite hinhaut, einigermaßen. Doch, das klappt aber. Ja, so in der Art soll das werden. Und dann kann ich ja mal noch ein paar Bahnen von dem Zeug schneiden. Da wird mir heute sicher nicht langweilig.
Ich melde mich dann mal, wenn ich weitergekommen bin. Die erste Dachfläche ist fertig, das ist jetzt die zweite, also der Rest davon. So, und damit die Dinger auch halten und mit dem Leim auch nicht kleckern, sondern klotzen. So, dann lassen wir jetzt mal alles so trocknen. Dann können wir nachher die Kanten schön zuschneiden an der Säge und dann reicht das auch. Meine ursprüngliche Intention war eigentlich, dass ich jetzt hier links und rechts an der Dachseite hier noch so eine schmale Leiste dran mache. Aber ich glaube, wenn das so unregelmäßig aussieht, hat auch irgendwie was, ne? Irgendwie Charme. Ich bin echt versucht, das so zu lassen. Dann will ich das noch mit Beize bearbeiten, dass es schön dunkel wird. Und dann sieht die doch richtig schnuckelig aus, die Dachfläche, oder? Also, was meint ihr? Dann kann ich nämlich jetzt auch dazu übergehen, auch den Stall schon entsprechend vorzubereiten. Und zwar habe ich mir das so ähnlich vorgestellt. Da habe ich nämlich auch Streifen geschnitten, aber nur 10 mm breit. Und die würde ich jetzt hier so nebeneinander so klack, 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 klack drauf machen, dass das so ein bisschen wie eine Vertäfelung aussieht. Klar, jetzt muss ich hier natürlich überall die Längen abpassen oder abmessen, ist aber auch kein Drama. Ich habe genug von den Dingern hier. Die schneide ich mir mal alle passend, leime ich das dann voll. Und natürlich hier innen drin auch, damit es auch schön aussieht hier. Und dann wird das nachher auch noch gebeizt oder eingefärbt. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die jetzt hier einfach nur so draufgelegt und werde die jetzt hier an der Linie entlang schneiden. Und dann kann ich auch alle kleben, ne? Würde ich sagen. Das gleiche kommt natürlich hier oben auch noch drauf. Dafür kann ich dann die Reststücke auch noch gut verwenden. So. Ich mache mal eine Leiste davor. Ich kann das schon alles bündig legen hier. Ja, dann haben wir das auf der Unterseite ja schon oder auf der Innenseite schon fertig. Gefällt mir schon ziemlich gut. Das ist jetzt auch gewollt, dass das hier so ein bisschen ungleichmäßig ist hier, weil so perfekt hat man ja zu der Zeit damals auch noch nicht gebaut. Und diesen perfekten Status muss das Ganze auch überhaupt nicht haben. Die Fenster sollen jetzt auch noch so ein bisschen Fachwerkcharakter bekommen. Da kommen jetzt auch noch Leisten dran rundherum an den beiden Fenstern hier und hier. Und die schneide ich auch mal gerade zu. Das würde ich dann so hier platzieren. Den oben so als wie so eine Art Sturz darüber. Ich glaube, das sieht gut aus. Den Rahmen würde ich dann auch noch später dunkel absetzen hier um das Fenster und den Rest würde ich dann in einer hellen Farbe streichen. Das sieht auch schon richtig gut aus. Die Fenstereinfassungen sind beide fertig und in der Zwischenzeit habe ich sogar schon die Tür gemacht. Die sieht jetzt so aus. Okay, ich muss sie natürlich hier unten und oben noch passend schneiden und dann können wir die auch schon da vorstellen. Soweit, so gut. Auch das muss erstmal wieder alles trocknen. Da machen wir für heute Schluss. Ja, ich bin fleißig gewesen. Die Dachflächen sind fertig. Auch habe ich auf der Unterseite jeweils die Holzbalken verleimt, die das so ein bisschen simulieren sollen. Auch die Stücke, die nachher überstehen. Hier bei der anderen Dachfläche genauso. Der Stall ist komplett vertäfelt. Hier vorne an der Seite, auch hier hinten drin. Die Tür ist fertig, so sieht sie aus. Und auch das Hauptgebäude, da sind jetzt die Fenster eingerahmt, die beiden, als auch die Tür. Und das möchte ich jetzt auch farblich absetzen. Was nehme ich da? Ich habe noch Holzbeize übrig vom Bau der Holztruhe. Wer sich noch daran erinnern kann, das war die damals und die würde ich jetzt gerne wieder nehmen. Und ja, da fange ich jetzt einfach mal an. So. Hier habe ich jetzt das Glück, dass ich nicht so ganz genau arbeiten muss, weil die Wand ja noch weiß gestrichen wird. Und da kommt es dann nachher tatsächlich auf Genauigkeit an. So, das reicht schon so. Kann man das sehen? Ja, ne?
Hier oben habe ich auch noch so eine abgesetzte Fläche gemacht, die einfach so ein bisschen Charme noch reinbringen soll. So, da sind wir auch schon bei der ersten Dachfläche. Ein bisschen schwierig zu pinseln, aber das klappt schon irgendwie. Womit wollen wir uns heute beschäftigen? Unser Hauptgebäude soll ja hier noch so nicht nur einen weißen Anstrich bekommen, sondern eigentlich auch so eine Art Putzstruktur. Und da habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Ich habe mir jetzt hier normale weiße Wandfarbe geholt und da werde ich einfach ein bisschen was an Sägespänen reinstreuen, reinrühren und da so eine Putzstruktur zu erreichen, die ich dann hier mehr oder weniger mit einem Pinsel und einer Rolle auftragen kann. So. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Nehmen wir also mal die Sägespäne. Und rühren einfach mal ein paar unter. Keine Ahnung, was das mit der Konsistenz macht. Dann werden wir ja gleich merken. Und dann fangen wir einfach mal an. Ich habe mir also zusätzlich zu einem Pinsel auch noch so eine Schaumgummirolle hier besorgt. Einfach, um das noch ein bisschen besser strukturiert aussehen zu lassen. Ein bisschen aufpassen, dass man das hier schön hinkriegt an der Kante. Das ist ja so eine Sache, das ist eigentlich auch die größte Schwierigkeit hier, glaube ich, an der Kante. Okay. Würde ich sagen, lassen wir das mal so trocknen. Also ich finde, das lässt sich richtig gut sehen so. Und ich würde vorschlagen, ich fange jetzt mal an, das Ganze auf der Grundplatte auszurichten und zu montieren. So, das nehmen wir jetzt mal weg hier. Das ist die Grundplatte. So soll das kommen nachher. Dann kommt das hier so drauf. Und das kommt dann ungefähr hier so drauf. Und wir machen das jetzt folgendermaßen. Das Hauptgebäude hier, das werde ich ohne Dach auf der Platte verleimen. Und dann kann man das Dach nachher hinterher abnehmen, kann da zum Beispiel irgendwie ganzen Figuren reinlegen, die übers Jahr sich ansammeln. Und die kann man dann da schön verstauen. Das Dach auf der linken Seite werde ich vorher montieren, damit das nachher auch hier ein bisschen stracker ist, also die schön gleichförmiger. Das lässt sich dann einfacher ausrichten. Und ich würde sagen, fangen wir mit dem Teil einfach mal an. So. Das Dach haben wir ja hier. Das war das hier. Das sieht richtig schön aus jetzt, ne? Mit der Art und Weise, wie das jetzt gebeizt ist. Die Farbgebung und auch die Sache mit den Kanten. Ich hatte euch ja erzählt, ich wollte ursprünglich ja so eine Holzleiste dahinter setzen. Dann hätte ich das aber alles bündig schneiden müssen. Also finde ich eigentlich viel gelungener so. So sieht es von der Unterseite aus. Das würden wir jetzt hier so festleimen. Dann hat das in sich auch schon ein bisschen mehr Stabilität. Dann legen wir das erstmal zur Seite, ne? Dann können wir aber schon mal hier das Hauptgebäude aufleimen.
Und ich hatte mir schon eine Markierung hier drauf gemacht, damit das auch ja richtig hier landet. Damit sich das nicht verwindet beim Trocknen oder irgendwie krumm wird. Und damit ich auch besser belasten kann, würde ich das Dach dafür aufsetzen. Das können wir dann wieder abnehmen. Das wird ja eh nicht festgemacht, wird ja immer nur gesteckt. So, mal sehen, wie das passt hier. Damit er nicht ganz wandern geht. Oh, noch geht es. Das lassen wir jetzt mal ein bisschen anziehen. Bevor wir jetzt weitermachen mit der Montage der Krippe, würde ich vorschlagen, widmen wir uns erstmal der Beleuchtung. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich da ein paar Module gekauft habe und je nachdem, wo die Lampen näher eingesetzt werden, komme ich da vielleicht an die Befestigungspunkte nachher nicht mehr dran. Wir schauen uns erstmal an, wie die überhaupt wirken. Ich habe die selber noch nicht ausgepackt. Das machen wir mal gerade zusammen. Also das erste Mal habe ich hier einen Beleuchtungstrafo. Der ist für solche Sachen extra ausgelegt. Das heißt, ich habe hier so ein Steckernetzteil und hier so ein 5-fach-Verteiler hier, womit ich bis zu 5 verschiedene Elemente einstecken kann. Wir machen mal die Lichtmodule auf. Schauen wir uns mal an. Das sind alles LED-Module, also keine herkömmlichen Lampen. Das war mir halt auch wichtig, damit wir da halt auch mit einer langen Lebensdauer rechnen können. So, stecken wir einfach mal ein, um mal zu sehen, wie das so wirkt. So, das funktioniert schon mal, das ist gut. Gucken wir uns den zweiten auch noch an, ob der funktioniert. Ja, funktioniert auch. So, ganz spannend natürlich hier, das war auch das Sahnestück, eigentlich so eine kleine Laterne. Da bin ich natürlich besonders gespannt, wie die wirkt. Kleine Metalllaterne, richtig schickes Ding. Ah, sehr, sehr schön. Ah, ich glaube, das hat auch was, ne? Dann suchen wir uns mal die besten Einbauplätze jetzt dafür aus. Ja, im Hauptgebäude könnte ich mir vorstellen, setzen wir vielleicht eine LED hier so hin. Also nicht ganz unten, weil je nachdem, wenn man das später mal als Aufbewahrung für die ganzen Figuren nimmt, möchte ich nicht, dass die LED zerstört wird. Ich möchte aber auch vermeiden, dass man mal von der Seite reinguckt, dass man da irgendwie geblendet wird und dass da so ein grelles Licht entgegenkommt. Also ich glaube, wenn man die LED hier irgendwo im oberen Bereich unterbringt, dann wird das schon eine sehr indirekte, stimmungsvolle Beleuchtung werden. Ich würde da trotzdem mal gern irgendwie testen. Vielleicht einen kleinen Doppelklebeband oder so. So, dann machen wir einfach mal jetzt hier so dran. Kann man das so sehen, wenn ich da dran gehe? Ja, ne? Ich mache das mal so kurz mit der Hand davor. So. Kabel unten rausgeführt. Das verlegen wir dann noch ein schöner. Jetzt mache ich das Dach noch drauf. Und dann testen wir einfach mal, wie das aussehen könnte. Also kurz mal Licht anmachen, ne? Klar. So. Ja, ist ja doch ziemlich dunkel. Vielleicht kann ich die Lampe ein bisschen tiefer montieren. Ich glaube, so wirkt das schon ein bisschen besser, auch mit dem Lichtschein hier durch die Tür. Die habe ich jetzt im Grunde hier an der Vorderseite, an der Innenseite der Wand festgemacht. Das würden wir so lassen. Das wäre die Position der ersten Lampe. Die zweite Lampe würde ich gerne im Bereich des Stalles unterbringen, aber auch nicht unten am Boden, sondern eher oben, weil ich möchte hier noch so kleine Strohballen nachher verteilen, die so ein bisschen Stimmung noch da reinbringen. Deswegen ist das sicher auch besser, wenn das Licht da von oben so ein bisschen reinscheint. Also auch hier auf der Innenseite, dass der Stall so innen so ein bisschen illuminiert ist. Das würde ich jetzt an der Stelle genauso machen, mit einem Stück Doppelklebeband einfach mal hier einkleben und mal sehen, wie das so wirkt. So, das soll jetzt auch nicht schön sein, da muss erstmal nur kurz halten. Das ist jetzt die LED, die stecken wir kurz ein und dann sehen wir uns das Ergebnis an. Ja, auch da würde ich sagen, das kann sich so sehen lassen, sodass wir die Lampe auch da an der vorgesehenen Stelle festmachen können. Super. Fehlt jetzt nur noch die Laterne und die soll eigentlich hier oben irgendwie so runterhängen. Ja, so könnte ich mir das vorstellen, dass die so ungefähr hängt. Die soll natürlich noch ein bisschen gerade hängen und auch noch ein bisschen nach hinten versetzt. Ich wollte einfach nur mal die Wirkung des Lichtkegels sehen, aber so erscheint mir das schon doch sehr stimmungsvoll. Auch die können wir da so befestigen. Damit hätten wir jetzt die Beleuchtungsmodule auch überall untergebracht. Ich glaube, dann spricht auch nichts mehr dagegen, den Stall jetzt hier neben dem Haupthaus festzumachen.
Den Stromverteiler müssen wir jetzt noch montieren. Da mache ich einfach ein bisschen Doppelklebeband hier auf die Rückseite und klebe das hinten auf die Krippe drauf. Dann kann ich ja jetzt auch anfangen, unsere Krippe ein wenig zu dekorieren. Dafür habe ich schon ein bisschen Moos besorgt hier. Das werden wir hier gleich noch ein bisschen platzieren und auch ein paar Strohballen. Die sehen so aus. Einfach, um da die Stimmung noch ein bisschen anzuheben. Dann können wir auch eigentlich direkt mal anfangen, die Figuren aufzustellen, oder? Das ist doch eigentlich das große Highlight. So, der Engel muss eigentlich oben aufs Dach drauf, ne? Das Projekt ist fertig, die Krippe steht und ich bin mir sicher, die wird bei uns in der Wohnung einen super Platz bekommen. Nämlich einen, an dem man öfter mal vorbeikommt und vielleicht auch zum Verweilen eingeladen ist, ne? Um sich mal so ein bisschen an die Stimmung und die Situation und die Zeit von vor über 2000 Jahren zu erinnern. Ich denke, das ist zu Weihnachten immer wieder eine tolle Gelegenheit. Wenn jemand die Krippe von euch nachbauen möchte, überhaupt kein Problem, denn die Zeichnung dazu werde ich auf meiner Webseite ablegen. Die könnt ihr euch da kostenfrei runterziehen. Und ich schaue mal, ob ich ein bisschen was an Teilen und Material zusammenstellen kann. Was ich da gebraucht habe, das würde ich dann auch hier unter dem Video verlinken. Was bleibt mir zu sagen? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ihr wisst ja, ich freue mich über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar, entweder hier direkt unter dem Video oder ihr könnt mich auch bei Instagram anschreiben. Den Link findet ihr hier. Und natürlich antworte ich ganz klar, wie sonst auch. Oder auch ein Abo. Wer noch kein Abo dagelassen hat, Leute, ich würde mich riesig über ein Abo freuen. Und dann natürlich auch die Glocke nicht vergessen, damit ihr auch beim nächsten Projekt eine Erinnerung bekommt, wenn da wieder ein Video online gegangen ist. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, tschüss und auf Wiedersehen.